Hallo Nachbarn, mein Name ist Körperklaus und ich habe zwei Leidenschaften, Rap und Graffiti. Macht euch bereit, jetzt erzähle ich euch meine Geschichte. Action Story, Action Story, Action Story, Story. Okay, so um die 2000er, ich wohne in Berlin und bin voll im Graffiti-Business drin, aber volle Granate. Ich war schon mal in Prag gewesen und kenne davon noch den Eis, so ein polnischer Sprüher, und der kennt auch viele in Berlin, weil der überall rumreist, U-Bahn bemalt und sein Leben genießt. Mit dem habe ich so eine Art Brieffreundschaft, da gab es halt noch kein Internet. Wir haben uns gegenseitig immer Fotos geschickt von unseren Taten, haben uns aufgestachelt und haben das Kurva-Mac gemacht. Haben immer uns für zwei Leute das Kurva-Mac gemacht, haben reingeschrieben, wer gerade wie cool ist und so. Auf jeden Fall, er schreibt mir, hey, er kommt nach Berlin an dem und dem Wochenende. Ich schon so erfreut, wie nennt man das? Nervös, hochgepeitscht, euphorisch erfreut. Okay, das Wochenende kommt, der Eis meldet sich nicht. Also der Tag ist gekommen, und er meldet sich nicht. Jetzt kennt er halt auch andere Maler und hat sich erst mit denen getroffen. Und ich war schon ein bisschen so, wie soll ich sagen, neidisch oder halt neugierig, was er denn macht. Was macht er denn? Ich bin nicht dabei, verpasse ich was oder was? Okay, am nächsten Tag meldet er sich bei mir, ganz kryptisch, und sagt, lass treffen. Ich so, ja, für was, wie, wo? Immer auf Englisch haben wir auch geredet, gell? War auch kompliziert. Ja, hier, U-Bahn malen. Und ich so, U-Bahn malen? Oh, der kommt aus Danzig und erklärt zu mir, er will in meiner Stadt U-Bahn malen, und ich hatte bis dahin nur S-Bahn und Wände gemalt. Aber die U-Bahn in Berlin kannte ich nicht, die Herangehensweise. Okay, ich so, okay, U-Bahn, okay, wie viel Zeit? Er so, das ist solange die Züge fahren am Tag, 5 Minuten oder 4 Minuten, ich weiß jetzt nicht genau, nagelt mich nicht fest, auf jeden Fall so um die 5 Minuten. Ich so, okay, da machst du, Klaus, was, das einfach ist. Da machst du so eine Art einfache Buchstaben, so Throw-Up nennt man das so, wenn es schnell gehen muss, ohne anzuhalten. Und dann dachte ich, damit es nicht zu billig ist, vielleicht noch so eine zweite Ebene hinter den Throw-Ups. Weißt du, so eine Art, ja, zweite Ebene auf jeden Fall. Nur 2 Farben, da muss nicht so viel wechseln, die Farben, nur innen drin eine Farbe und außen drum herum. Und mit der von innen hast du ja zum Schluss noch ein bisschen Farbe übrig, kannst du ja nochmal um diese Umrandung drumherum machen. Farbe ist ausgewählt, okay. Was willst du denn jetzt überhaupt sprühen, dachte ich mir, und ich war schon so voll so, hey Scheiße, hey, U-Bahn, ich brauche dafür einen anderen Namen, aus Paranoia, weil ich dachte, ey, wenn wir da erwischt werden, dann muss es ein anderer Name sein, nicht das für meinen Namen, den ich jetzt die ganze Zeit hochgepusht habe, ne, wenn ich jetzt in dem Schacht erwischt werde, und dann will ich nicht für diese anderen Taten da jetzt drankommen, weil ich konnte das nicht kontrollieren. Wie gesagt, ich kannte mich nicht aus, und jetzt erzählt der mir, wie es läuft. Und der kannte sich auch nicht aus. Der kannte das nur vom Hörensagen. Das ist auch sein erstes Mal U-Bahn malen. Oh Gott. Wir treffen uns also an der U-Bahn, 2 Stationen davor, und er erzählt mir, die Infos hätte er von Rust, so einem legendären Zugsprüher aus Berlin. Und wir müssten einfach nur von der Plattform in den Tunnel reinlaufen, und da wäre dann die U-Bahn. Okay,
Wir wussten jetzt nicht genau in welche Richtung, dann sind wir einfach mit der U-Bahn mal zur nächsten Station gefahren und haben dazwischen gesehen, okay, da steht eine. Okay, auf der Station war nicht so viel los und immer wenn die U-Bahn angehalten sind, sind die Leute raus, andere eingestiegen und wenn sie weggefahren ist, war ein bisschen leer. Und die Leute haben in die andere Richtung geguckt und da auf ihre U-Bahn gewartet. Aber es waren nur so vielleicht 10 Leute auf der Station und als unsere Bahn wegfährt, schauen wir uns um, oder Eis schaut sich um, weil er hat es jetzt, er hat wie James Bond den Auftrag jetzt an sich gerissen. Zum Glück schaut er sich um, okay, keiner guckt und dann ist da so ein kleiner Weg, wie es in den Tunnel geht und da ist so ein kleines Türchen und es ist halt so 14 Uhr nachmittags. Und Eis geht durch das Türchen, hält das Türchen, ich gehe auch durch und ich weiß, okay, jetzt bin ich in die Arena reingesteppt. Wir sind im Tunnel. Es ist verdammt leise, weil die Bahn weg ist und ich höre die Steine, wie die so knirschen unter uns und das sind so Holzbohlen und wir laufen so ganz zügig und es ist hell Licht. Es riecht nach verschmiert Öl, also nach Altöl und wir kommen so auf einen Laufsteg hoch und links und rechts sind kleine Lindwürmer, kleine U-Bahnen. Die sind so klein, weil wir stehen auf dem Laufsteg wie auf einer Plattform und die Fenster gehen mir bis zur Brust und da muss ich drunter malen. Aber ich habe noch gar nicht gemalt, ich habe das nur gesehen so und war voll geflasht. Okay, Holzsteg, wir stehen jetzt da, ist es voll hell. Jetzt stehen wir einigermaßen geschützt zwischen denen U-Bahnen, aber wir wussten gar nicht, wie soll man das Foto machen. Also Eis hat sich überlegt, okay, das geht ja eigentlich nur, wenn die Treppe so hoch geht und dass man von unten so rein fotografiert, so zwischen die 2 U-Bahnen. Okay, jetzt kommt auch schon die Bahn von der anderen Seite, wir ducken uns und sehen halt und hören das Geräusch halt natürlich in dem Tunnel, ey, das Geräusch von der U-Bahn, ey. Und es ist halt irgendwie alles nicht so sicher und ganz crazy. Du siehst, weißt nicht, ob die dich sehen können. Du siehst die Leute durch die Scheiben durch. Wir haben gewusst, okay, jetzt müssen wir schütteln, solange die Bahn vorbeifährt. Jetzt müssen wir schütteln, die Dosen, weil die müssen ja echt gut geschüttelt sein. Oh Gott, die Bahn ist vorbei. Dann der Eis fängt an zu malen. Ich knie mich hin, fange auch an zu malen. Mir war es echt verdammt klein. Ich wollte es irgendwie perfekt machen. Ich habe lang gebraucht, so mit richtig, also hab nicht richtig durchgezogen, sondern echt so ein bisschen gezaudert, gezadert und guck nach Seite. Der Eis hat schon richtig schöne Oldschool Wild-Style-Buchstaben dahin gezimmert, vorgezeichnet und ich, so ein richtiger Rotz, bin bei meinem in Farbe, rotze vor mich hin, weiß nicht genau, was ich überhaupt mache, wie groß, wie klein, sehe keine Buchstaben, weil das sind ja neue Buchstaben, ich habe mir den Namen Pop überlegt, oh mein Gott, und dann diese Throw-Ups, es hat mich alles überfordert und der Eis ist schon bei seinen Outlines und ich muss mich jetzt auch zügig beeilen, aber es sieht nicht schön aus, mein Bild, es sieht nicht schön aus und ich bin so ängstlich, dass meine Hand shakt und ich schaffe es nicht, das zu kontrollieren. Meine Hand kriege ich nicht kontrolliert und die kackt voll ab und macht so einen richtigen, ich mache so einen richtigen Scheißfladen an die U-Bahn dran und dann ist es auch schon so, dass ich mir überlegen muss, was für ein Tag, jetzt sind nur noch 1 Minute, was für ein Tag, was soll ich daneben machen? Der Eis hat schon hingetaggt, holt schon ein Foto raus, ich auch Foto, analoger Foto, ne, mit Fotofilm innen drin, stellen wir uns da hin, hören schon, da kommt der Luftzug und die U-Bahn, okay, jetzt Foto machen, zum Glück war es hell, dann haben wir uns nochmal versteckt, U-Bahn fährt vorbei, wir sozusagen im Zug von der U-Bahn diese Holzbohlen wieder
raus in Richtung Plattform, bang, bang, durch dieses Drehteil und wir stehen auf der Plattform. Es ist vielleicht jetzt 10 Minuten später als vorhin, aber ich fühle mich so, als hätte ich gerade Crack gedrückt mit, mit einer Monster Nadel. Total Rush. Ich hab gerade eine U-Bahn bemalt. Der Untergrund war auch so total glatt und es ging so schnell und hat so super gedeckt. Oh Mann, ich war voll angefixt. Ich so, Ich habe mir dann zu Hause nochmal ganz viele Graffiti-Magazine angeguckt und habe das nochmal ganz neu bewertet. Oh, U-Bahn, Alter, U-Bahn. Oh. Am nächsten Tag ruft der Eis mich schon wieder an und sagt so, jetzt machen wir S-Bahn. Er hätte mit dem Rust hier ein Treffen vereinbart und an dem und dem S-Bahnhof, der kommt an, wir sollen da schon stehen und da einsteigen in seine S-Bahn. Wir steigen ein, der Eis und so und der Rust, die kennen sich, begrüßen sich, reden. Der Rust war halt auch schon in Danzig und so, okay, die reden und so, check, weil es ist schon so, wenn sozusagen man sich kennt von Danzig aus, dann gehört es schon zum guten Ton, dass man hier in Berlin den Touristenguide macht, ne? Wie der für mich gemacht hat. Und deswegen war der Rust ganz umgänglich, weil das ist so ein Superheld gewesen, ne? Aber der hat mit dem Eis echt ganz cool geredet und ich war total überfordert, weil eigentlich wäre ich da an dieser Stelle wäre ich gar nicht gewesen. Also ich als Westdeutscher, wo es gar nicht so drauf hat, also ich hatte keinen Kontakt zum Rust. Nur so über den Eis. Also ich leicht schüchtern, aber wollte um Aufmerksamkeit buhlen, hole einen Stift raus und sag, hey, lasst uns doch auf die Scheibe tacken. Und dann, um zu zeigen gleich, was ich auch mal, ne, zum Rust, okay, haben wir alle schön getaggt mit so einem Mini-Stift, okay, haben wir es gemacht. Sind wir halt lang gefahren, haben wir den Rust ausgefragt, okay, wie viel Zeit haben wir da, und so. Und er war schon ein bisschen zurückhaltend und so. Dann sind wir ausgestiegen, durch den Wald gelaufen, ganz lange. Und ich war so erfreut, weil, ey Mann, mit Rust und jetzt S-Bahn und S-Bahn ist viel größer und so. Hab mir überlegt, wie ich die Buchstaben jetzt dieses Mal mache. Wollte mir auch wissen, ist wieder ein Steg oder kein Steg. Also 1000 Sachen sind durch den Kopf gegangen. Und wir laufen an so einer alten DDR-Mauer entlang. Und das ist halt so Backstein und drüber ist so ein Abschluss, der so wackelig ist. Und der Rust geht mal hoch, guckt drüber, ob die Luft rein ist. Und sagt, scheiße, wir wurden gesehen. Er wurde gesehen. Können wir lassen, wenn er von Security, also wenn Security da ist und der gecheckt hat, dass das Sprayer sind, dann brauchen wir gar nicht noch weiterlaufen und versuchen uns anzuschleichen, weil die Security weiß halt, ne, dass wir jetzt kommen. Okay, dann hat er gesagt, dann bitte zurück zur S-Bahn. Und wir so, echt jetzt? Waren voll traurig. Echt jetzt? Geht nichts klar oder was? Und was jetzt? Und was noch? Und überhaupt können wir nicht noch was anderes machen? Und der Rust so, nee, heute Abend habe ich schon was anderes vor mit meiner Crew. Sorry. Verabschiedet. Ich und der Eis. Okay, das war's. Ja dann, verkackt. Am nächsten Tag ruft der Eis mich wieder an und sagt, ey, jetzt hier, mach dich bereit. Wir malen zusammen ein Holcar. Was? Also, einen ganzen Waggon von der U-Bahn. Ich so, nein, hey, ich hab vor 2 Tagen das erste Mal eine U-Bahn-Ding gemalt und unterm Fenster und es war so scheiße und ich hatte so Angst und jetzt willst du mit mir ein Holcar machen? Das heißt ja, in der gleichen Zeit Buchstaben von unten nach oben übers Fenster mit Hintergrund. Okay, da brauche ich eine Farbe, die schnell ausfüllt. Da nehme ich Silber. Da mache ich diese Technik, die ich mir abgeguckt habe von den anderen Holcars, dass die
wenn jetzt der U-Bahn-Waggon ist, gar nicht die Buchstaben innen drin abschließen, sondern einfach über die Kante oben. Da muss man nicht alles durchziehen und unten auch bis zur Kante. Da muss man nicht den kompletten Buchstaben sich vorstellen, sondern braucht immer nur bis zur Kante malen. Und bei dem Namen P-O-P ist es ja einigermaßen einfach. Also einfach nur riesen Buchstaben machen. Und ich habe halt so bei einem Biases-Interview gelesen, okay, es muss größer als ein Oberschenkel der Balken sein. Ich dachte, ja, so wird's gemacht. Okay, dann sind wir diesmal in den Osten gefahren und waren noch aufgeregter, weil das war ja wieder über die Info vom Rust. Der hat ihm halt gesagt, okay, das ist ein Spot, wo man fotografieren kann. Das ist jetzt nicht wie im Westen zwischen den Bahnen, sondern du kannst halt fotografieren und es auch wieder mit Laufsteg. Und es ist ein anderes Modell. Es ist diesmal das Ostmodell. Ich weiß nicht, heißt es Gisela? Auf jeden Fall hat es so Rippeln und es ist ein bisschen kastiger. Diese Westbahn ist ja rund und die Ostbahn war mehr so kastiger. Jetzt wieder an der Station gestanden, da war noch weniger los, sogar gedämmtes Licht. Nachmittags, abends, so ja, früher Abend. Er guckt wieder, der Eis guckt wieder. Wir hatten nicht geschüttelt, ne? Er guckt wieder, macht diese Schranke auf, ich laufe ihm hinterher. Wir laufen, aber diesmal richtig schnell. Versuchen uns dran zu gewöhnen, also unsere Augen mit der Optik da drin, laufen diese Holzplanken entlang, sehen so, da geht es einen Laufsteg hoch, ist eine Kurve und da steht dann wunderprächtig die schöne Gisela am Laufsteg. Okay, da waren die Türen, glaube ich, offen. Wir stehen auf dem Laufsteg, laufen entlang, gucken. Also der Eis hatte so die Idee, gucken von dem Laufsteg rein in die U-Bahn rein, ob irgendjemand drin hockt in der Bahn. Könnte ja sein, dass es eine Falle ist, weil gestern zum Beispiel schon gemalt wurde. Also er guckt so, zögert kurz mal 2 Waggons an, keiner ist drin. Okay, dann gehen wir auch in den Waggon rein, in die Gisela. Da ist kein Licht an und es fühlt sich richtig komisch an, richtig scheiße, wie in der Mausefalle. Im Tunnel, in der U-Bahn drin, wo kein Licht an ist. Das fühlt sich scheiße an, nur 2 Türen offen sind. Scheiße. Wir ducken uns so, damit man uns nicht sieht und ein bisschen fühle ich mich echt so wie eine Angststarre, wie so eine Ameise, die so stehen bleibt. Auf jeden Fall, neben mir fährt halt der Zug in die Richtung, die U-Bahn vorbei, so startet gerade durch, beschleunigt und wir schütteln. Vollgas. Ich glaube Burner Chrome, so eine große Dose hatte ich dabei. Ja, ich glaube, ich hatte von auch Outlines große Dosen dabei. Wir schütteln halt volle Granate, Caps drauf, Handschuhe drauf. Damals hatte keiner eine Weste an, damals hatte keiner eine Maske an. Wir haben uns keine Gedanken drüber gemacht. Und wir wussten halt, okay, wir haben jetzt Zeit bis, weil es ja so die Gisela steht, Plattform steht so, wir haben Zeit, bis hier eine U-Bahn vorbeifährt. Also auch wieder ein Takt, hat man das damals genannt. Also ich weiß nicht, wie lang das ist. Weiß nicht, auch unter 10 Minuten. Raus. Ey, ich habe nicht nachgedacht. Ich habe einfach, wo ist der Anfang von diesem scheiß Waggon? Wir haben gesagt, wir sind zu zweit, machen wir diesen einen Holker. Wo ist der Anfang? Okay, ich muss so einen schrägen Balken machen für das P. Drückt drauf mit dem Silber und es kommt halt so raus, ihr kennt es alle. Und ich weiß, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt brauche ich nicht mehr bremsen, jetzt muss ich durchziehen. Neben mir zieht der Eis durch und es stinkt halt so nach Aerosole in diesem Tunnel, weil das nicht richtig abzieht. Es stinkt so und es ist helles Licht an, mitten am Tag
und ich weiß so, ey, ich mach gerade richtig Crime, Alter. Oh, ich zieh durch diese komischen Huppel da drüber und zieh die Kurve vom P an und dann überlege ich kurz mit dem O. Und es macht mir echt Spaß, weil es ist groß, ich kann stehen, ich muss nicht auf den Knien und so. Dann konzentriere ich mich nochmal das P und ich glaube, ich musste mich ein bisschen einengen auch ein bisschen, weil ich schon fast zum Eis an seine Buchstaben rein wäre. Auf jeden Fall ausfüllen und dann war ich schon wieder langsamer als er. Und als ich mich konzentriert habe, die Outlines zu machen, kommt er schon und sagt, er will die Second Outlines machen oder den Hintergrund und fängt schon an, neben mir zu fuhrwerken und ich kann mich nicht konzentrieren, denke ich nur so, aber jetzt durchziehen, es geht um Zeit, ich habe meine Outlines geschafft, er die Second geschafft, eingepackt und jetzt ist er schnell runtergesprungen vom Laufsteg, hat sich auf die Schienen gestellt, wo jetzt gleich die U-Bahn kommt und macht ein Foto, so collagemäßig, tick, läuft ein paar Meter weiter, tick, und die U-Bahn kommt schon, der Luftstrom kommt schon, er läuft unten auf den Schienen, ich auf dem Laufsteg in Richtung Plattform, die U-Bahn kommt, er duckt sich unter dem Laufsteg, ich duck mich auch. Und die U-Bahn fährt an uns vorbei und eigentlich war das so gefühlt, als sehen uns der Fahrer, aber es war auch ein bisschen scheißegal. Also und wir halt in der gleichen Geschwindigkeit wie die U-Bahn laufen wir so. Natürlich ist sie ein bisschen schneller, aber halt, als könnten wir sie berühren. Die war so nah. Laufen, sie fährt in die Station rein, wir durch dieses Drehtor rein auf dem Bahnsteig und dann kommt schon zum Greifen nahe die U-Bahn, die Türen sind gerade noch offen, die Leute steigen aus, wir rein, und es macht schon wieder zurückbleiben bitte, Tür zu, boah, Flash, lass nach, Alter, wir riechen noch diese ganze Aerosole, haben auch an den Fingern überall noch dieses Chrom, schlagen ein und sagen, Alter, wir haben gerade in Englisch halt so, yes, Holka, yes, Holka. Dann sind wir zur nächsten Station gefahren, ausgestiegen und sind dann mit der U-Bahn direkt an unserem Holka vorbeigefahren, um anzugucken, haben aber nur den Rücken davon gesehen, von dem Zug, sind dann wieder ausgestiegen und haben dann einen Rapper getroffen, den Yannick. Grüße raus, Söhnlein brillant, haben ihm erzählt, ey, wir haben gerade einen Holka gemacht, Alter, Holka, wir sind Hip-Hop, wir haben Hip-Hop gesehen. Und der, hä? Ja, wir fahren da jetzt vorbei, komm mal mit. Und der so, okay, komm ich halt mit. Und dann fahren wir halt so vorbei und klappen in der U-Bahn noch die Fenster schräg auf, dass wir besser rausgucken und fahren aber so nah an unserem Holka vorbei, dass wir nur so ein buntes Etwas sehen. Okay. Ja, die Fotos wurden entwickelt, ich ganz stolz, die aufgehängt im Satanik-Dosenladen und irgendwann waren sie gekrost. Mein Pop war durchgekrost von einem anderen Maler, der sich Pops nannte. Alter, und dann habe ich wieder ein anderes aufgehängt und dann wurde es runtergerissen und der Dosenbesitzer sagte, was ist denn jetzt los hier? Hier, Battle... Crosskrieg hier mit Fotos oder was in meinem Laden. Ich habe keinen Bock drauf auf die Scheiße. Ja, und wir haben noch viele Aktionen zusammen gemacht mit dem Eis. Ich werde noch was erzählen, aber jetzt ist erstmal die Geschichte zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Ich mache ja auch Rapmusik auf Spotify. Könnt ihr auch mal gern mich besuchen, gell? Glaube einfach nicht und meine Musik reinziehen, meine Mucke in die Playlist reinziehen. Leute, es wird mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name war Körperklaus und ich bin jetzt raus. Bam!